Und damit herzlich willkommen zurück zu Agatha Christie, The ABC Murders. Wir haben einen Hauptverdächtigen, Alexander Bonaparte Cust, ABC, und werden jetzt hier sein Zimmer durchsuchen. Hoffentlich. Wir werden es zumindest versuchen. Das ist auf jeden Fall die Vermieterin, die wir in den Zwischensequenzen gesehen haben. How do you do? You must be Mr. Hercule Poirot. Chief Inspector Jupp told me that you might be coming. Madame, you may be of valuable help to me. It would be my pleasure to help you. Will there be some journalists there as well? I think you might even be interviewed. You are a key witness. I've suspected him for some time, but he appeared so harmless. Oh yes, sometimes he got angry and waved his arms about. But even then, he wasn't frightening. And he was as gentle as a lamb again immediately afterwards. It was only this morning that I understood. He told me he was going to Cheltenham, but my daughter saw him at Euston Station. It's not the right station. To get to Cheltenham, you have to take the train from Paddington. And what's more, Mr. Cuss left behind an ABC with Doncaster underlined. As you can imagine, when I saw that, I called Scotland Yard. One moment, please. How did you know that Cust had underlined Doncaster in his railway guide? I went and had a look in his room. I see. Do you make a habit of searching through your lodger's belongings? Well, what are you going to do later? I bet you're going to poke around his room too. Tell me, did you have any other reason to suspect Mr. Cust? He's rather queer. He talks to himself. He has a bad cough. Because of the war, he says. And then he was in Churston when that millionaire got murdered. I found his train ticket when I washed his coat. He didn't want me to wash his shirt. He washed it himself. But I did see big brown stains on it. Where were the stains on the shirt? Can't recall. Cust used to travel for his work. Is that correct? Yes, although he was unwell on trains. Do you know where Cust was at the time of the murder in Andover and Bexhill? On June the 21st and July the 25th? No idea. But surely you keep a register. It won't do you much good. Mr. Cuss rents his room for the year. If he goes away for a few days, I have no reason to make a note of it. Ah! I remember one thing. Bexhill's by the sea, right? Indeed, it is a large seaside resort. Well, as it happens, at the start of July, Mr. Cust asked me to repair his bathing dress. Suspicious, huh? Very interesting. Please continue. I also forgot to say that he started buying newspapers that talked about the case. When did he start buying the newspapers? Let's see. I think it was just after the millionaire's murder in Churston. He didn't seem all that interested before that. Das ist komisch. That will be all for now. I'm going to take a look at his room. Take the key on the counter. Ich frage mich, warum ich am Anfang die Option hatte, sauer zu sein, weil sie Kartoffeln schält. Also, I should check the register. ich meine, sie Mrs. vermietet Marbury ein Zimmer may have been und hiding something from me. wahrscheinlich kocht sie dann auch für die Leute, weil sie macht ja auch die Wäsche und so. I don't think my register will help you. Mr. Cuss rents his room all year. If he goes away for a few days, I have no reason to make a note of it. The truth is becoming apparent, and I have something to say to Mrs. Marbury. Hä? Was? Wie? This Was woman hat er ihr appears noch to zu be in a sagen? bad mood. Und warum ist die Kartoffel schwarz? Mrs. Marbury is taking out her bad mood on the evening meal's potato. Aber warum ist die Kartoffel schwarz? Mrs. Marbury, if I am to believe the register, you rented room 306 to a certain Mr. Fishman on the day of the Bexhill murder? Room 306 is Cust's room.
Can you explain yourself? If I did, it was because Mr. Cust wasn't here. What about it? It doesn't matter, provided that you remember to change the sheets. Of course I changed them. I keep a nice clean establishment, I'll have you know. Okay, das war jetzt nicht wirklich wichtig, glaube ich, aber okay. Dann gehen wir doch mal nach oben in das Zimmer unseres Hauptverdächtigen. Ich bin gespannt. Das ist definitiv das Zimmer aus den Zwischensequenzen. Und da steht eine Schreibmaschine. John Milligan, Managing Director, Silky Legs, Frederick Street, Leicester. To A.B. Cust, Marbury's Guest House, 1935, May the 21st. Dear Sir, further to our letters dated 5th and 10th of the month, we confirm we are you as door-to-door salesman, according to the conditions stated in our previous letters. We will send you the articles by mail and also a Redfield typewriter you will be using for every business letter. Regarding the schedule of your rounds, please do as following. June 21, Andover. Arrive by train the 20th in the evening and get a room at Station Hotel. Start your turn in the north part of the town. This letter establishes that Cust went to Andover, but the ink has hidden the destinations of his other trips. I know from Mrs. Marbury that he went to Churston. I just have to show that he went to Bexhill, and I will have proved that he was present at all the crime scenes. Okay. Ich würde mir aber gerne die Schreibmaschine genauer I have to get the ribbon. How am I going to do it? Moment. Oh Gott. Farbband wechseln. Auf jeden Fall muss man das The irgendwie ribbon zur is Seite jammed. schieben. I have to start by freeing it. Ich weiß, man konnte das da irgendwie... Ah ja, genau. The right-hand heel has been removed. Genau, aufschrauben und dann kann man das da einfädeln. Aber es ist ja hier noch an der Walze eingeklemmt. The left-hand heel has been removed. Okay. And here is the ribbon. Let us see if it was indeed used to write the letters sent by ABC. I only need the ink ribbon for my inquiry. I will let Jack clean the keyboard if he wishes. All the letters announcing the murders were written on Cust's typewriter. Ach, da reicht ihm jetzt das eine I, um das zu... Aber ich muss mir jeden Brief dreimal angucken. Mann, Mann, Mann. Okay. It's an ABC. Allein das wäre ja auffällig gewesen, dass jemand ständig neue Railway Guides kauft. Das ist dann wohl die Mordwaffe, ne? Bis zum A dritten Mord. long-bladed knife. A murderer's weapon. This subject would probably be useful to me. Did Cust drop it when he opened the window? Or was it Mrs. Marbury while she was cleaning? Cust is parsimonious. He keeps his pencils and sharpens them until there is nothing left. It is clear that he did not grow up in luxury. Das haben wir hier alles gesehen. Okay, was ist das hier? Ah ja, genau, die ganzen Bücher. ABC guys. Der hatte wohl noch was Enough vor. to sign about a dozen murders. Kann nicht billig gewesen sein. It's closed. Dann machen wir es auf. This knife is very useful. Who knows? Maybe it never cut anything other than string. Stockings. Okay. Wir wissen ja, dass er Strumpfverkäufer ist. Von daher ist es jetzt nicht verwunderlich, dass wir einen Karton mit Strümpfen bei ihm finden. Laudanum Cameron's Chemists. Laudanum, a medicine for coughs. It is what Dr. Clark prescribed for Mrs. Asher. This subject would probably be useful to me.
Und die zweite Flasche. Ein Beruhigungsmittel. Diethyl barbituric acid, Johnson Company. I know this medicine. It is a powerful sedative. This subject will probably be useful to me. Seit wann heißt Sedative Schmerzmittel? Sedative ist ein Beruhigungsmittel. What the fuck? Also, hey, das ist halt was komplett anderes. Ein Schmerzmittel ist doch kein Beruhigungsmittel. Da steht sogar Chloroform drauf. It is a powerful sedative. Ah, jetzt steht Beruhigungsmittel da. Wow, okay. Kein Kommentar, echt. Das ist... Boah, also allein für die Übersetzung, wenn dieses Spiel 10 von 10 im Original bekäme, würde die Übersetzung vielleicht noch 3 von 10 kriegen. Weil halt... Es sind Rechtschreibfehler drin, es sind Übersetzungsfehler drin, es sind Grammatikfehler drin, es sind Worte zu viel, es fehlen Worte. Da hat sich keiner in irgendeiner Form Mühe mitgegeben. Und dann ist es noch nicht mal konstant falsch. Ich weiß nicht. Okay. Ich bin echt enttäuscht. Wenn man es schon übersetzt, dann übersetzt man es auch bitte richtig. Okay. Ich habe eigentlich vor ein paar Folgen schon versprochen, mich da nicht mehr drüber aufzuregen, aber wenn sowas nochmal passiert, dann kann ich auch gar nicht wirklich anders. Leicht verschobenes Bett. Vernachlässigter Mantel und Geschirr. Mhm. Gut, okay. The least we can say that Mr. Cust is not very concerned about order and balance. Sieht so aus, ja. Habe ich sonst noch mehr zum Untersuchen? Da bohrt er sich nur wieder in der Nase. Okay. Den Mantel kann ich mir nicht angucken. Hier war ich schon. The least we can say that Mr. Cust is not very concerned about order and balance. Manche Sachen, die ich lesen will, werden mit einem Klick übersprungen und alles andere... War of 1914, 1918. By the King's order, the name of Corporal A.B. Cust, Devonshire Regiment, was published on the London Gazette on May the 10th, 1918, as mentioned in a dispatch for gallant and distinguished service. An army dispatch, wounded on the Somme front, victim of a gas attack, Corporal Cust greatly deserves his distinction. Okay, immer noch mehr. The Bexhill Daily Paper, dated from the day of the Bexhill murder. Ja, perfekt, damit können wir beweisen, dass er da war. Most probably the basting dress repaired by Mrs. Marbury's expert hands. All the main articles referring to the ABC case are here, from the Churston murder onwards. Nothing before that date. Trousers, white shirts, everything has been washed very well. Oder Cust hätte das dritte Opfer werden sollen, hat den Mörder überwältigt und stattdessen jemand anderen umgebracht und ab da weitergemacht. Würde erklären, warum er nichts zu A und B hat. Okay. It is not the right time. Nicht. Gut, war wahrscheinlich ein Wechsel. Können wir nicht beweisen, aber war sehr wahrscheinlich da. The register shows that Cust did not sleep at the guest house on the day of the murder. Where was he? Bexhill. The Bexhill paper reveals it. Cust bought this newspaper in Bexhill on July the 25th. Okay, und sonst noch? Muss ich immer noch das Zimmer durchsuchen? Immer noch. Was gibt's denn hier noch zu sehen? Ich dachte jetzt schon dreimal, ich bin fertig. Ach, da unten liegt was, okay. Blut. This dark stain. It could be blood, but goodness knows how long it has been there. No use continuing the inspection of this room. I've seen all there is to see.
Yay. Okay. Dann mal raus und mal gucken, was sich jetzt noch ergibt. Goodbye, Mrs. Marbury. Thank you for your help. I look forward to seeing you again, Mr. Poirot. Ah, Chief Inspector. I was about to leave. Good evening, Chief Inspector. Welcome. Please excuse me, I must go to the kitchen. I'll leave the key of Mr. Cust on the counter. Entschuldigen Sie mich, ich muss ins Büro. I'm sorry I'm late. I've spent ages with the Doncaster police. And you? I have established one fact. On 3 occasions, Cust was at the scene on the day of the crimes. Die haben Kitchen mit Büro übersetzt. Ist das irgendwie frauenfeindlich ein bisschen? So? Die Küche ist das Büro einer Frau? Nein, natürlich nicht. Ich weiß, dass ich mich da einfach nur... Aber Kitchen ist 5. Klasse Englischniveau. Jeder, der ein Jahr Englisch hatte, kennt das Wort Kitchen für Küche. Bureau oder Office klingt nicht mal ansatzweise wie Küche. Boah, bin ich tilted, ey. Da hat sich... Also, Sprache ist für mich... ist wichtig. Ich bin kein Grammar-Nazi, doch schon, aber Sprache ist wichtig. Und wenn jemand so mit Sprache umgeht und das ist doch einfach... Wie kann man als Übersetzer seinen Job so sehr hassen, frage ich mich. Das ist ja nicht mal Google-Übersetzer gewesen, weil Google weiß, dass Kitchen Küche heißt. Ah, okay, weiter geht's. Mit Jeff sprechen. Gut. Ich kann nicht. Das Spiel lässt mich nicht. Geht nicht. It is not the right time. Meine Güte. Ich kann nicht mit ihm sprechen. Guck ich mir halt mal alles andere an. Vielleicht kann ich damit It looks like I've found the real master of this house. Da kann er da sitzen und ganz elegant There is no mitbringen. need to worry about the household cat. I'm sure that Mrs. Marbury lets it do Spielzeug what hier it spielen. pleases. Kann ich jetzt mit Jeff sprechen? Immer noch nicht. It is a very beautiful piano. Maybe Mrs. Marbury likes to play in her free time. Okay, kann ich hier vielleicht irgendwie was auf ihn anwenden? Den betäuben, niederschlagen, verschleppen. Ist doch nicht. There is nothing more for me to do here. Das gibt's doch nicht. Sprich mit Jeb ist mein Auftrag, oder? Ja, mit Jeb sprechen. Geht nicht. Ich hab grad Känguru-Vibes. Okay. Spiel, was willst du von mir? Wenn wir nicht so kurz vorm Ende wären, hätte ich aber schon lange gesagt, ich mach Schluss, ich brech ab. Weil das wird von Folge zu Folge frustrierender. Und nicht nur die Grafik, Die Grafik ist das Einzige, was in Ordnung ist, wollte ich sagen. Nee, nicht nur die Übersetzung, sondern auch Gameplay, Bugs. Ah, jetzt auf einmal, guck I mal. had best talk to Chubb. Ging nämlich gerade I've eben nicht. listened closely to what you have to say, Poirot. For me, there's no doubt Cust is guilty. Do you have any element that might prove the contrary? That is what we're going to look for. Okay. Let us now try and get our brain cells to work. Okay, hatte Cust die Möglichkeit, die 3 Opfer zu ermorden? Die Möglichkeit. Er war in Bexhill. Er war in Andover. Und er war in Churston. Er hatte die Möglichkeit. Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Cust und dem Mörder? Die Schreibmaschine. Er
war mit Blut beschmutzt und er hat ABC-Kursbücher bei sich. Nicht mit Blut? Er hat ein Messer. Okay. Er hätte dieses Verbrechen begehen können. Okay. Ist Kasts Verhalten verdächtig? Er war mit Blut beschmutzt, er bewahrt Zeitungen auf und er hat gelogen. Aber ich meine, er könnte auch mit Blut beschmutzt sein, weil er Bluthusten hat, ne? So ist nicht. The evidence against Cust is overwhelming. His presence at the scenes, the knife, the blood-stained shirt, the ABCs in a box. C'est vrai. However, the blood Mrs. Marbury's on Cust's shirt may have been his own. According to his medical record, he suffers from hemoptysis. Wollte ich doch gerade sagen. The murderer cuts a Carmichael's throat from behind, and the blood spurted outwards. You would expect the murderer's shirt to be stained on the sleeves, not on the buttonholes. Yet we see quite the opposite. You would expect the murderer to keep the newspaper articles about his crimes. But Cust's collection starts in Cheston, as if it discovered the case rather late. I agree it's troubling, but it doesn't change my mind. There's small details that we should be able to clear up by questioning Cust. When can we talk to him? Doncaster is sending him to us on the first train. Are they questioning him already? He says he can't remember a thing. It's plausible. Doctors say he suffers from absences and amnesia. Mrs. Marbury has confirmed this. He may have done the murders in an altered state. A familiar situation. It's not enough to clear his name. Dr. Thompson insisted that even if you don't know what you're doing, you never commit a murder without wanting to. Très intéressant. I shall remember that. Right. I'll go and examine the suspect's room. Chief Inspector, I took the liberty of removing a few clues to examinatum. All right, we'll discuss them tomorrow. In the meantime, I'm going to see if you've missed something. Okay. Dann hoffe ich mal, dass ich jetzt gleich... Ja, ich kann. Dann mache ich hier für heute Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es zumindest mal eine Verhörung mit Cust zugeht. Ich weiß nicht, ob noch ein riesen Plot-Twist kommt und nochmal 3 Stunden Gameplay, weil wir quasi jetzt die ganze Zeit gedacht haben, es wäre Cust, aber er war es gar nicht. Oder ob wir hier jetzt wirklich uns dem Ende nähern. Ich habe keine Ahnung. Da bin ich ein bisschen gespannt und ich würde mich freuen, wenn es noch einen riesen Plot-Twist gäbe, weil das würde zumindest die Story für mich sehr gut machen. Aber wir schauen mal. Danke fürs dabei sein. Entschuldigt mein getilte Gerante, was auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.